Die erste Kamera läuft. Ist an. Ja, ist an. Jetzt kommt die zweite ins Spiel. Oh, lecker. Hör jetzt auf. Das kann nicht wahr sein. Reiß sie da den halben Schrank auseinander. Jetzt reicht das Kabel nicht. Gleich fällt das alles runter. Der Fernseher wird aus der Wand gerissen. Aber du hast einen schönen Hintern auf jeden Fall. Das ist ja die Hauptsache, ne? Das ist aber auch sehr hell, finde ich. Ja, das muss nicht auch hell? sein. So muss es sein. Ich habe ja ganz Erleuchtung. vollgeblendete Augen. So, und eine Papyrushaut wie... Ne, das ist schon aus wieder. Nein. Nein, stopp. Nein, ist an. Alles gut. Nicht aufregen, bleib ruhig. Ach Gott, was eine Aufregung. Ich saß hier zu Hause ein Video drehen, das ist schlimmer als jede Reise zu drehen, oder? So, geht los. Spann dich. Fang an. Kannst du einmal gucken, ob der Ausschnitt vom Bild passt? Nicht, dass mein Kopf wieder abgeschnitten ist. So ist er gerade drin. Perfekt. So. Ich habe noch Essen zwischen den Zähnen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Man sieht man nicht. Sieht man Nein, das? ich habe auch Nudeln gegessen, die waren weiß. Ja. Okay. Weiße Nudelzähne. Wir fangen an, oder? Ja, los geht's. Herzlich, ich weiß gar nicht, welche Kamera jetzt. Weiß ich auch nicht. machen Andy, das weil da ist das Mikro. Ich sage Hallo Leute aus dem Internet. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier. Diese Konfettikanonen. Ja, ein neues Video zum Jahresabschluss bzw. Jahresanfang. Das ist immer schön, um einfach nochmal zu reflektieren, was war, was wird. Und vor allem haben wir euch mal gefragt, was ihr denn von uns noch wissen möchtet. Und da sind einige Fragen zusammengekommen und die werden wir jetzt beantworten. Quasi live, nicht vorbereitet und die Fragen, die ihr alle gestellt habt, die haben wir hier mal zusammengeschrieben. Bevor es losgeht... Ja, kann ich auch mal was zeigen? Ey, ich glaube, die gleichen hatte ich letztes Jahr auch. Ja, ich weiß, du hast Hier. die gleichen letztes Mal. Was kommt denn jetzt? Special, ne? Geil, oder? Ach, die Sohle. Ja klar, Star Wars Edition. Ja, Hauptsache. Nee. Aber trotzdem kannst du dir ja jetzt mal von Okay. deinen Füßen befreien, oder? Oh, ich habe einfach ein Loch im Socken. Scheiße. Ja, genau, da denkt man drüber nach. Wer ist jetzt hier der Übeltäter? Ich muss mein Zeh einfach verstecken. Also, ich wollte erstmal, bevor wir das Video starten, Danke sagen. Danke, dass alle, die jetzt auch eingeschaltet haben und alle, die vielleicht das Video später gucken oder überhaupt gar nicht gucken, aber Mitglieder auf dem Kanal sind, dass ihr einfach da seid, dass ihr mich und mittlerweile uns schon so lange begleitet, denn das ist nicht selbstverständlich und deswegen finde ich das einfach total klasse, dass wir hier gemeinsam immer mehr werden und die Lust und Freude und Leidenschaft des Motorradreisens teilen. Und genau, deswegen einfach erstmal ganz viel Liebe an euch und an dich auch. Weil das immer schön ist, wenn man das teilen kann. Das ist alles nicht selbstverständlich. Nee, so. da hast du vollkommen recht. Dankeschön auch von meiner Seite. Ich bin jetzt auch Teil der Truppe hier. Das ist eine gute Sache, ne? Das Jahr startete für uns mit einem Umzug. Wir sind zusammengezogen, ne? Wie wir das ja auch im letzten, also quasi Ende des letzten Jahres haben wir das schon angekündigt, dass wir zusammenziehen werden. Da hatten wir die Wohnung auch schon Safe. Zu ne? dem Zeitpunkt, glaube Genau. ich, ist ja auch völlig egal. Ja, und dann sind wir zusammengezogen. Das war auch toll. Klar, Es war ist einfach- auch immer noch. Es ist immer noch toll, genau, aber es war irgendwie so ein Experiment, weil wir kannten uns ja auch noch nicht so lange, ne, da. Also, Ja, So. gut, ja. wie lange kannten wir uns? Ein Jahr waren wir, noch nicht mal ein ganzes Jahr waren wir zusammen da. Ja, andere machen das auch schon Noch früher, ne? ne? Also unvernünftig war es nicht. Was eher ungeplant war, kam dann irgendwie im April, wo der X-Ride war. Der X-Ride, das war meine erste Zusammenarbeit mit Honda und total spannend, aufregend. Also für mich wirklich so, ich habe es gar nicht kommen sehen. Und dann, X-Ride, die neue Afrika Twin fahren und kurz danach sind wir dann aber mit der alten Afrika Twin und du mit der Tenere. Nach Spanien gefahren. Von da aus ACT Portugal. Der Film ist ja jetzt letzte Tage online gegangen. Könnt ihr euch auch gerne noch angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist sicherlich eine Inspiration für alle, die Bock haben, auf Motorradabenteuer Offroad auch zu gehen. Das Ganze mal nachzufahren. Wir hatten ja beides. Man kann ja so sehen, dass in Südspanien waren wir dann TED, so auf frei, wie sagt man das? Frei. Schnauze? Auf jeden Fall so auf eigene Faust, genau, so war's. Und
danach den ACT, das ist ja quasi so ein geplantes Abenteuer und das kann man gut machen, gerade auch so für den Einstieg, finde ich. Nur das Ende empfehlen wir euch anders zu machen als wir, also ohne Panne. Dann im Juni kam die neue Afrika Twin, auch für mich nochmal ein neuer Abschnitt irgendwie so im Motorradfahren, dann mit der neuen Afrika Twin unterwegs zu sein, die wir dann ja auch für die nächsten Touren immer benutzt haben. Belgien waren wir. Stimmt, habe ich schon vergessen. Mit Schweiz Markus zusammen. Einfach drauf. Alter, ich dreh voll am Gas durch. Und in der Eifel waren wir. Eifel, genau, Eifel. das war ja ein So kurzer war- Abstecher, mal Ja. eben so ein Wochenende, eine Nacht. Dann ging es für mich nochmal im September ja nach England mit der CBR 650R und CB 650R. Ja, auch nochmal eine neue Erfahrung, mit ganz anderen Motorrädern zu fahren. Auch Linksverkehr, wie war das eigentlich? Das Linksverkehr. ging, meintest du, ne? Das ging besser als gedacht, oder? Also, Ja, das Problem war der erste Tag, es hat mega geregnet, es war super neblig und ich hatte das ja noch nicht geschaltet, dass die Anzeige vorne Meilen anzeigt und nicht Kilometer pro Stunde, das heißt halb so viel. Und ich dachte immer, ich muss da noch ein bisschen mehr Gas geben, damit ich auf die angegebene Geschwindigkeit komme. Und dachte mir so, holy shit, ich bin hier richtig schnell, aber ich fahre im Endeffekt nur 60 und in Wirklichkeit bin ich halt 120 gefahren. das ist aber nicht das Doppelte, sondern Ja, aber 1,6. 1,6 genau, aber irgendwie so. Und das fühlt sich halt aber wirklich so an, dass ich dachte so, boah, also es ist irgendwie gefährlich hier zu fahren. Die Bäume, eine Wand nur noch, ne? Ja, Ein Tunnel. das war echt krass. Sardinien? Sardinien war toll. Sardinien ist eine schöne Insel, haben viele von euch auch empfohlen. Viele waren schon mal da. Wir fanden es auch schön. Aber ACT und TED fand ich geiler, ehrlich gesagt. Muss man ja nicht vergleichen. Nee, Kann muss auch man nicht vergleichen. Aber eigentlich. also so einfach nur für mein Jahresempfinden, Das stimmt. meine ich so. Aber da kann man auch nochmal sagen, Aber es ist natürlich auch, das eine ist mehr Abenteuer, Offroad. Sardinien waren wir halt nur auf der Straße und wollten Mit auch mal Jans. ein bisschen... eine Folge kommt, Ja, die wird ja, gut. komplett fast Ja. komplett der ganze Tag Offroad. Das war einer der besten Tage, die wir hatten auf Sardinien, wie ich finde. Kommt auch bald noch im Video für euch zusammengeschnitten. Da muss ich mich aber noch ransetzen. Noch ist es alles Rohmaterial. Also da warten auch noch einige Folgen auf euch von Sardinien. Und abgeschlossen kann man sagen, hat dieses Jahr dann motorradtechnisch mit der Intermod, die dann im Dezember, komisch, warum im Dezember, ich weiß es nicht, irgendwie so spät im Haben Jahr. sie auch nur 2 Hallen, so was soll das? Also ich war war da mal 2016, da war das 8 Hallen, Außenbereich, riesig groß, da konnte man sich den ganzen Tag aufhalten. Ja. Und viele fahren da glaube ich auch schon seit 2, 3 Jahren nicht mehr hin, weil es zunehmend schlechter wird. Auch Dortmunder Messe war das auch die? Nee, das war letztes Jahr, ne? Das war letztes Jahr. Ja, Also aber- nee, das oder? war dieses? Doch, das war Dieses dieses Jahr Jahr. Dortmunder Messe, stimmt, haben wir war ja auch vergessen. noch. Aber messetechnisch ähnliches Phänomen. 4 Hallen, auch nicht so groß und ich fand es auch eher mau. Also mittlerweile, sonst habe ich das mal gemacht, dass ich so alle paar Jahre mal auf so eine Messe gefahren bin. Mittlerweile sehe ich da echt gar keinen Grund mehr zu, weil irgendwie ist es nicht mehr das, was es mal war, leider. Aber gut. Ja, das haben viele auch in den Kommentaren bemängelt. Also von wegen Messe, das war ja nix so richtig. Aber gut, ich fand es trotzdem schön, da gewesen zu sein. Ich habe nochmal die Teilnehmer des X-Ride Teil 2 kennenlernen dürfen. Das war auch total schön. Und ja, damit war eigentlich dann so das Motorradjahr für uns vorbei. Ja. Und wir freuen uns aufs nächste. Und Viel erlebt, ja, auf viel jeden Fall. gefahren. Die Videos aus diesem Jahr sind in der Infobox verlinkt. Kommen wir zu euren Fragen. Ich habe die jetzt nicht thematisch geordnet, deswegen steigen wir einfach mal ein. Die erste Frage ist vom Bundesfotominister. Die wurde auf Instagram gestellt. Wird man viel auf Halstattoos angesprochen? Also weil wir sind ja beide, du jetzt Neu. sehr offensichtlich, ich nur hier so an der Seite am Hals tätowiert. Also ich muss sagen, ich werde da beim Feiern oft angesprochen. Also wenn wir feiern gehen am Abend mindestens so 3 Mal oder so, dass man einfach so hört, ey, du hast coole Tattoos. Und im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio in der Umkleide oft so, wow, wow, du bist aber viel tätowiert. Aber es hat, glaube ich, nicht zwangsläufig was mit dem Hals zu tun, sondern eher so mit dem Gesamtbild. Ja, bei mir beruft sich das auch auf Feiern und Festivals oder so. Also sonst eigentlich gar nicht. Auch bei der Arbeit oder so, 0. Welches Motorrad für Anfänger beim Reisen möchte The Hoff 32 wissen?
Also mein erstes Motorrad war ja die Afrika Twin RD07A. Ich finde, das ist ein super Anfängermotorrad. Ist halt schwer. Wenn man klein ist, ist es vielleicht auch eher nichts. Kann man machen, würde ich glaube ich aber nicht empfehlen, weil du hattest auch sehr viel Technikhilfe durch Markus und so. Man muss jetzt sagen, wenn man jetzt rein sagen würde, Anfänger, jemand, der sich einfach nur draufsetzen möchte, gerade einen Führerschein hat und fahren, ohne dass er viel schrauben muss, dann finde ich, oder ich sag mal so, wenn man dann viel machen muss, gegebenenfalls, finde ich es schon nicht ganz anfängergerecht. Weiß ich nicht, wie man das, oder? Wobei, ich habe Markus erst 2 Jahre nach meinem Führerschein kennengelernt. Also ich habe meinen Führerschein Ende 2017 gemacht und mit Markus kam Ende 2019 die Freundschaft zustande. Ich würde da nichts pauschalisieren. Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man sich auf dem Motorrad wohlfühlt. Und zum Reisen, je nachdem, wie man seine Reise gestalten möchte, ob jetzt viel Offroad oder mehr Straße, da muss man natürlich dann das entsprechende Fahrzeug wählen. Am Ende muss man sich wohlfühlen, man kann auf jedem Motorrad reisen. Meine erste Reise bis nach Spanien, 4 Wochen durch Frankreich, komplett durch, habe ich auf einer 350er Royal Enfield gemacht, einer alten mit 4-Gang-Rechtsschaltung. Und ich glaube, was hat die 15 oder 18 PS oder irgendwie so ein Kram. Und das ist eine der besten Reisen, an die ich mich so erinnern kann. Und es hat auch super viel Spaß gemacht. Von daher Material, reisen kann man immer. Da braucht man nicht irgendwie die neue so und so Afrika Twin mit Sitzheizung und super Display und 200 Fahrmodis für 20.000 € oder sonstige Äquivalente dazu. Also theoretisch kann man auch, ja, mit allem Möglichen, mit dem Roller. Manche Leute verreisen auch mit dem Roller und das geht und ich bin mir auch sicher, das hat auch seinen Reiz. Absolut. Und also ich glaube, je weniger Technik so ein Motorrad hat, desto mehr fühlst du das Fahren an sich und desto mehr kannst du dich auch aufs Fahren konzentrieren. Und deswegen würde ich, wenn ich jetzt jemandem das empfehlen müsste, welches Motorrad er nimmt, würde ich sagen, nimm halt was Altes. Ja. Also, ja, tendenziell würde ich auch sagen. Also das ist natürlich auch Geschmackssache. Man muss sich einfach, am Ende muss man sich draufsetzen und sich wohlfühlen. Ja. Und das ist das Beste. Adrian Tattoo, keine Frage, aber alles Gute für euch beide 2025. Dankeschön, Adrian. Wann gibt es eine Tour nach Albanien? Hatte einer schon konkret gefragt. Schala63 auf Instagram. Witzig. Ja, nächstes Jahr. Ja, 2025 ist das geplant. In welchem Zusammenhang, wollen wir das auch schon sagen? Können wir sagen, ja, ist oder? Egal. Ja, wir fahren den neuen ACT Montenegro und Albanien, der jetzt seit, ich glaube, das Video ist jetzt gerade gestern, vorgestern am ersten Weihnachtstag online. Ja. Müssen wir noch gucken. Ja. Genau. Aber wir wollen es fahren auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Track, der wurde letztes Jahr erstellt und da sind wir sehr gespannt und freuen uns auch drauf. Ich war sowieso noch nicht in der Gegend, du warst ja schon 2022. Genau, ich war Mich interessiert das auch, wie es da aussieht. Ja. Und lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich bin da quasi im Rahmen der Balkantour einfach nur so durchgefahren. Also ich habe nicht wirklich viel gesehen von Albanien und Montenegro und das ist eigentlich sehr, sehr schade und deswegen steigen wir da diesmal tiefer ein und ich freue mich mega drauf. Ich auch. Wir werden uns einen Monat komplett Zeit nehmen dafür, was auch, glaube ich, ein guter Zeitraum dafür ist. Ja. Weil da gibt es echt, glaube ich, deutlich mehr zu sehen, als man in der Zeit sogar erfahren kann. Die nächste Frage von Knattercat oder Cat. Knattercat. Ja, aber Cat müsste eigentlich mit C geschrieben werden, das ist mit K. Deswegen Knattercat, glaube ich. Egal. Welche Matratzen habt ihr fürs Zelt? Das Material, was wir verwenden, zum Campen, ist größtenteils eigentlich hier unten in der Infobox verlinkt. Also da könnt ihr einfach auf den Link klicken und kommt dann zu Amazon und da sind die zu finden, die wir aktuell nutzen. Das sind günstige. Das sind wirklich so Billig-Dinger. Du hattest jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, oder was heißt schlechte, aber was die Langlebigkeit von der Thermarest-Matte anging. Und dann wollten wir das einfach mal ausprobieren, einfach so ein Ding mit so einer integrierten Fußpumpe. Und bisher funktionieren die sind okay. Und vor allen Dingen, wenn die im Eimer sind, schmeißt du weg und kaufst du eine neue. Wir sind halt hier in einer Wegwerf-Müllproduktionsgesellschaft, also ganz normal, wir schmeißen alles einfach weg. Weg! Nein, das ist aber nicht gut. Alles weg. Motorradtank leer, weg. Gar nicht. Kaufen. Nein, man muss dazu sagen, bei denen ist auch so, die haben ein sehr, sehr geiles Packmaß. Da kriegt man so genau, das klein. Das war ein ausschlaggebender Punkt. Ist okay, die liegen nicht durch. Man kann da echt gut drauf schlafen. Ja. Also die kann man auch aneinander knüpfen, dann hast du so eine große. Ja. Da kann man dann besonders gut Liebe machen. Wie viel größere Biketouren macht ihr im Laufe eines Jahres? Möchte Markus Holl wissen.
Also ich glaube, Was? Ich habe gar nicht nochmal. Wie viele größere Biketouren macht ihr im Laufe eines Jahres? Ja, so 2, ne? Genau. Also das wollen wir jetzt auch versuchen, uns so beizubehalten, denke ich mal. Ne? Wobei 2026 haben wir einen anderen Plan, aber dazu kommen wir irgendwann mal. Ja. Aber für grundsätzlich so die nächsten Jahre, wenn alles normal läuft, dann so im Rahmen der 30 Tage Urlaub, die du hast, packen plus wir noch halt Stunden und irgendwie so bla bla bla. Man muss immer gucken. genau. Ich glaube, insgesamt komme ich da so auf 40, 45 Tage, sowas. Damit muss man natürlich im Jahr irgendwie auch haushalten, ne? Genau. Sinnvoll. Aber dadurch, dass wir uns sehr konzentrieren auf das Reisen und die anderen, also jetzt keine Tage für sonstige Aktivitäten freinehmen, kriegen wir da eigentlich immer ganz gut hin, 2-mal im Jahr für mindestens 3 Wochen wegzufahren. Und ich finde das auch gut, ehrlich gesagt. Das ist auch ein gutes Zeitmaß, so, weil jedes Mal haben wir bisher festgestellt, dass am Ende dieser 3 Wochen, wenn man die jetzt auch vollpackt mit Action, so, ist auch gut gewesen dann. Ja. Und auch mit dem ganzen Filmen und Sachen schneiden und irgendwie gutes Schneiden passiert später, aber das Aufnehmen, das ist ja auch, zehrt manchmal schon auch ein bisschen an den Nerven. Mhm. Ne? Oder? Ja. Ich muss kurz aufstoßen. Okay, Entschuldigung. Ich habe so viel Cola getrunken. Ich glaube, ich trinke mal Wasser. Rudiger Hanel fragt, wo geht eure nächste Tour hin? Wie eben schon beantwortet, Albanien, Montenegro, Albanien. Also ich glaube schon, dass wir vorher noch, also ich werde sicherlich noch das ein oder andere Solo-Ding vielleicht vorher fahren. Ostern haben wir ja auch noch. Ostern haben wir auch noch, genau. Kommt auch noch wissen davor. Wir nicht, dann wissen wir nicht. Genau, mal gucken. Wir wollten da eigentlich auch ganz gerne mal Kanu fahren irgendwie. Genau, schon in der Natur. Mal schauen. Also, aber ich denke, wir werden die Kamera trotzdem mal mitnehmen. Da wird es dann bestimmt auch das ein oder andere Video für euch geben, was wir dann noch so gemacht haben vor der ACT Albanien Montenegro Tour. Genau, man weiß es nicht. Könnt ihr euch vorstellen, euch reisetechnisch zu radikalisieren und eine echte, mindestens einjährige Langzeittour mit 2 Mopeds um den Planeten zu machen? Um Planeten? Nö. 7 Weltmeere, Antarktis auch toll. Da kommt man sicherlich... Nee, das ist ja so weltreisemäßig gemeint. Also ich finde es cool, wenn Leute das machen, aber ich glaube, das wäre mir zu viel. Also auf der Welt, wenn man es so nennen möchte, also auf dem Globus verteilt, mal mit dem Motorrad zu fahren, finde ich sicherlich sehr interessant. Aber dann glaube ich immer eher von einem Standpunkt Deutschland, unserem Wohnort aus und dann immer phasenweise so in verschiedene Richtungen. Aber einmal ein Jahr komplett raus, habe ich jetzt so nicht... Nee. Ist auch arbeitstechnisch so ein bisschen so eine Sache, ne? Das muss man ja... Ja, also... Ja, oder nicht nur arbeitstechnisch, so allgemein im Leben. Also so mal eben ein Jahr weg, wenn man jetzt auch kein Eigenheim hat, was nichts kostet, zahlst so ein Jahr Miete, hast ein Jahr hier die ganzen Sachen und das muss ja richtig organisieren. Das müsste man alles kündigen. Und, aber ich glaube, die Organisation ist, wenn du das willst, nicht das Ding. Also das machst du, wenn der Wille da ist. Ja, das fängst du einfach an und dann machst du und dann machst du das. Außerdem, was ein essentielles Ding ist, finde ich, du hast so ein Kulturschocksunterschiede und irgendwie Impressionen und alles und bla bla bla. Ich glaube, das kriegst du gar nicht so richtig verarbeitet. Es ist geiler, wenn man das wirklich so, ein Jahr macht man das, dann vielleicht das Folgejahr irgendwie nur ein bisschen kleine Sachen, dann nochmal 2, 3 Jahre später nochmal irgendwie was Großes. Ich glaube, davon zehrt man mehr, als wenn du dann irgendwann nach 5, 6 Monaten da irgendwo in China bist und gar keinen Bock mehr hast und krank bist oder irgendwas und dann da einfach nur noch durchfährst mit Scheuklappen, weil du einfach so voll bist mit Sachen. Ich hatte das ja erlebt, dass auf der Balkantour, ich war nur im Balkan und also jetzt nicht irgendwas Besonderes anderer aber es ist ja auch erstmal so. schon was, ne? Also und man trotzdem hat schon nicht so eine Tour. Ja. Waren ja immerhin 4 Monate, ne? Ja, und trotzdem habe ich wirklich nach 3 Monaten gemerkt, ich bin voll. So, ich kann nicht mehr so gut neue Eindrücke aufnehmen und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was man so grundsätzlich für ein Mensch ist. Also ich bin ziemlich sensibel, was so Eindrücke betrifft. Also ich bin schnell auch voll. Ich brauche lange Ruhephasen auch, um mich davon irgendwie wieder zu erholen. Selbst da hast du ja auch oft
Pausen gemacht. Genau, von ich habe zwei dann Wochen manchmal. Genau, irgendwie, ich war 2 Wochen in Kroatien am gleichen Punkt und habe dann da mein Zelt aufgeschlagen und das war auch das Schöne, dass ich mir die Zeit dafür nehmen konnte. Aber ich glaube, ich habe das schon von mehreren gehört, dass so 3 Monate ist so die Grenze, wo es dann anfängt, anstrengend zu werden. Es gibt aber, glaube ich, auch Menschen, die fahren ja los und wollen eigentlich gar nicht so lange reisen und entdecken das dann für sich und sind dann plötzlich irgendwie 2 Jahre unterwegs oder länger. Und das ist halt wirklich, glaube ich, einfach eine Typfrage. Und ich weiß für mich, ich bin nicht der Typ dafür. Nee, ich also auch. ich glaube auch brauche nicht. immer auch jetzt so dieses Zuhause, wo ich gerne hin zurückkomme, von wo aus ich dann aber auch gerne losfahre, um was zu erleben. Und Ich merke das ja jetzt zum Beispiel. Ne? Man ist auch gesättigt gewesen. Nach Sardinien dachte ich wirklich so, wow, jetzt mal geil. Wir hatten noch mal 35 Grad im Oktober. Und da habe ich mich auch auf die Winterzeit gefreut. Tatsächlich einfach zu Hause, wo Motorrad gar nicht so ein Thema ist. Und ich merke aber jetzt schon wieder, ich habe schon wieder Bock auf nächstes Jahr. Ja, ich so, auch. Und dieses Phänomen, das hast du halt nicht so, glaube ich habe es ja noch nie gemacht, aber hast du halt nicht, wenn du nur auf der Karre sitzt, die ganze Zeit. So, und gar nicht darunter kommst. ja. Und das finde ich, ist auch zu schade für die Länder, finde ich. Das stimmt. Wäre das zu schade. Ich will das ja genießen. Man macht es ja, am Ende macht man es ja aus Spaßgründen. So, ne? Und Fell juckt unterm Arsch, ne? Hast du das auch? Egal, ich muss halt mal weg. Ja. Aber was du gerade sagtest, du kannst es dann besser genießen. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja noch 40 Jahre Zeit, um alle Länder zu bereisen. Ne? Also okay, vielleicht mit 70, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wir machen es so lange, wie wir Spaß dran haben. Was macht ihr beruflich, dass ihr so viel Zeit zum Reisen habt? Fragt Benno MV. beruflich, soll ich mal anfangen? Ja, ich habe ja mal damals nach dem Abitur eine Motorradmechaniker-Ausbildung gemacht bei Moto Guzzi. Wollte ursprünglich danach Maschinenbau studieren, habe dann aber gemerkt, ich habe viel mehr Bock auf praktisches Arbeiten und habe dann nochmal eine Berufsausbildung zum Industriemechaniker in der Industrie halt auch gemacht, weil ich Bock auf Drehen, Fräsen, Schweißen und solche Sachen hatte. Was letztendlich auch durch ein Motorradprojekt, was ich in meiner vorherigen Ausbildung gemacht habe, entstanden ist, weil ich gemerkt habe, ja, ich komme an manchen Stellen auch nicht weiter und würde irgendwie gerne einfach mehr selber können, was das angeht. Ja, und habe dann berufsbegleitend noch einen Techniker gemacht und arbeite in der Industrie, im Qualitätswesen als Techniker und werde jetzt im nächsten Jahr noch eine Aufbauschulung zum Schraubfachtechniker machen. Aktuell arbeite ich in der Mess- und Schraubtechnik. Ja. Genau. Ja, und bei mir ist beruflich, ich habe schon viel gemacht. Eigentlich bin ich Erzieherin. Zuletzt als stellvertretende Leitung einer Kindertagesstätte, wo ich gruppenübergreifend die alltagsintegrierte Sprachförderung dokumentiert habe. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und habe dann Videos gedreht für eine Möbelfirma, Vorstellungsvideos von Möbelstücken. Habe dann entschlossen, viel zu reisen. Da habe ich das gekündigt. Dann war ich unterwegs und dann festgestellt, nur Reisen ist es auch nicht. Dann bin ich wieder zurückgekommen und habe dann auch wieder für eine Firma gearbeitet. Habe für den Social-Media-Auftritt, das Recruiting gemacht. Kundenbetreuung und so weiter. Ja, Kundenbetreuung, ein bisschen einfach so Bürotätigkeiten. Auch halbtags, so muss man sagen. Genau, ich habe das halbtags gemacht und die andere Zeit habe ich, wie gesagt, Videos gedreht und verarbeitet. Und habe mich da jetzt aber auch dazu entschlossen, mich jetzt 2025 komplett selbstständig zu machen. Also ich werde dann ganz viel Zeit haben, um zu reisen, um Videos zu machen und davon lebe ich dann. Was heißt ganz viel Zeit? Ne? Ich glaube, viele haben nicht so den Eindruck davon, was für eine Zeit das alles kostet, das hier zu machen. Ne? Also oft sitzt du ja noch bis erstmal von morgens bis nachmittags am Rechner, dann irgendwie 3 Stunden nichts machen und dann nochmal abends von 8 bis 11 Uhr und nächsten Morgen irgendwann wieder raus. Also ich habe da Respekt vor und ich glaube, das ist mehr Zeit, die dabei drauf geht, als die meisten Leute, die einen regulären 40-Stunden-Job haben, arbeiten. Ja, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Also weil ich einfach auch gern mal wieder ein Wochenende frei hätte. So. Genau, kein Wochenende und so. Ne? Hatte ich jetzt lange nicht und deswegen war das jetzt mal Zeit, sich zu entscheiden, was von beidem ich da jetzt irgendwie mehr und was davon ich gar nicht mehr machen möchte, weil das ist echt schwer ab einem gewissen Punkt, wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat für etwas, das noch so nebenbei zu machen.
Und ich freue mich da jetzt auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Es ist eine ganz neue Situation für mich. Und Wird auf jeden, ja, oder für uns. Ne? für uns wird auf jeden beide Fall auch. Nicht langweilig. Nee, es wird nicht langweilig. Öfter mal was Neues. Genau, das also zu unseren Berufen. Stefan Pasler. Auch immer wieder schön von dir zu lesen, Stefan. Yes. Ganz aktiv hier in den Kommentaren immer. Hallo Julian, wie zufrieden bist du mit der Yamaha? Und welche Mopeds hast du noch so? Puh, mit der Yamaha bin ich damit sehr zufrieden. Ich habe mir die ja gekauft aus den bekannten Gründen, dass die mit der Elektronik sehr sparsam ausgestattet ist und man wirklich so ein reines Basic-Fahrzeug hat, was nicht viel zu viel Schnickschnack hat, wo man, wenn man damit länger unterwegs ist, auch mal im Gelände unterwegs, auch mal vielleicht irgendwas passiert, wo man nicht auf die ganzen elektronischen Helferlein angewiesen ist, sondern was einfach läuft. Also es dementsprechend auch wenig fehleranfällig sein soll. Und ich denke, das ist ja allgemein bekannt. Viele nutzen das. Dieser CP2-Motor, das ist ja so ein Yamaha 0815-Motor, der in mehreren Modellen drin ist. Ich glaube, das ist eine sichere Sache. Das, was es können soll, kann es ganz gut. Ich glaube, es gibt für jeden Bereich gibt's immer nochmal ein Fahrzeug, was irgendwie spezifische Sachen, ob es Motor, Fahrwerk, Gewicht oder Komfort besser kann als die Tenere. Aber ich glaube, die ist so insgesamt ist das ein gutes Gesamtpaket. Die 73 PS von dem Motor ist jetzt nicht die Welt, aber so im Gelände reicht es auf jeden Fall und auf der Straße, wie wir unterwegs sind, meistens auch. Ach so, das waren ja 2 Fragen hier. Was habe ich noch alles? Angefangen habe ich auf einer 350er Enfield. Die habe ich damals mit 13 bekommen. Ein bisschen merkwürdiges Alter für einen Oldtimer. Aber die habe ich dann mit meinem Vater zusammen umgebaut, so ein bisschen trialmäßig mit einer ganz kurzen Übersetzung, dass ich nur noch 50 im letzten Gang fuhr. Und so einem kleinen Alu-Tank, Alu-Schutzbleche und hochgelegten Auspuff. Dann habe ich eine 1000er Aprilia RSV Mille. Die habe ich dann aber irgendwann umgebaut, rein für die Rennstrecke. Dass ich die bewegt habe, ist allerdings, ich glaube, das war das letzte Mal 2017. Also seitdem steht die eigentlich auch nur rum, weil auf Rennstrecke gehe ich nicht mehr. Das habe ich damals im Zusammenhang mit den Guzzi-Leuten da gemacht und bin dadurch auch erst so auf dieses ganze Straßenrennsport und irgendwie solche Sachen gekommen. Früher war ich immer eher so der Enduro- und Motocross-Fan. Dann habe ich meine 1100er Guzzi, die habe ich mir aufgebaut, selber aus Einzelteilen. Da habe ich angefangen mit einem nackten Rahmen, quasi Guzzi V11 Basis und dann mit Öhlins-Fahrwerk und Eigenbau-Höcker aus Glasfasermatten, GFK-Matten, habe ich dann selber so einen Höcker laminiert mit selbstgeschweißtem Alu-Heckrahmen. Da ist ganz, ganz viel passiert. Auspuffanlage ist auch selbst gebaut. Könnte man irgendwie eine DIN A4-Seite mit Schriftgröße 10 aufzählen, was ich da halt dran gemacht habe. Ich habe mir die halt wirklich so nach meinen Vorstellungen, ich wollte so ein bisschen was klassische Technik, klassisches Fahrzeug mit modernen Elementen mischen und da sowas Cafe Racer, Street Fighter Misch, irgendwie was so ein Racing-mäßig die so aufbauen. Da ist auf jeden Fall eine Menge Zeit und Geld reingeflossen und ja, so das ist auch so mein wie sagt man das, Projekt. Fahrzeug, wo mein Herz wirklich drin steckt bis ins letzte Detail, weil ich darüber auch wirklich dieser Marke Moto Guzzi und diesen Fahrzeugen sehr nahe gekommen bin. Und es ist auch, wenn es objektiv nicht das beste Motorrad ist, es ist für mich subjektiv das Motorrad, mit dem ich bisher in meinem Leben wirklich am meisten Spaß hatte und wo jedes Mal, wenn ich damit gefahren bin, auch wirklich Grinsen unterm Helm und wo wirklich mein Herz drin aufgeht. Ist aber ein reines Straßenmotorrad. Es ist eigentlich so gesehen auch nichts wirklich TÜV-konform und straßenzugelassen. Von daher fahre ich damit auch nicht mehr, weil ich habe da ein paar Jahre mit meinen Spaß gehabt. Und ja, es ist einfach, man kann kein Gepäck mitnehmen, nichts so. Das ist einfach, weil man sitzt da auf einem Zentimeter Moosgummi. Damit bin ich auch tatsächlich mal einmal bis nach Frankreich gefahren. Das habe ich dann zum ersten und letzten Mal gemacht, weil das ist natürlich schon hart. Die Sitzposition ist richtig racing-mäßig, hochgesetzte Fußrasten, ganz tiefer Lenker, halt so oldschool-mäßig alles. Und ja, um mir dann ein bisschen was Vernünftigeres zu kaufen, habe ich mir eine Guzzi V7, so eine kleine. Ich wollte auch ein bisschen weg von Fahrzeugen, die schnell fahren, weil ich halt da häufig, also ja, mit ein bisschen
wie sagt man das? Zügiger Ja, gefahren zügiger. War es nicht selten, dass da auf dem Tacho nur 2 vorne drauf stand, auf der Landstraße, und davon wollte ich halt weg, weil das ist so auf Dauer, ist das einfach nicht so gut. Haben mir dann so eine kleine Guzzi V7 gekauft. Wir wollen ja eigentlich auch mal ein Video machen, wo Julian seine Motorräder vorstellt, Nein. weil das wurde schon ein paar Mal gefragt auch. Das schaffen wir dann hoffentlich auch mal Vielleicht wieder 2025. mal was. Ja, und anschließend dann natürlich, um jetzt über Caro mit den Offroad-Geschichten, auf die wir dann gekommen sind, eigentlich auch gemeinsam. Ne? Mit der Offroad hast du so viel, vorher so ein paar Trainings, aber so mit diesem Offroad-Reisen haben wir jetzt zum ersten Mal dieses Jahr gemacht. Habe ich mir dann die Tenere gekauft. Und ja, das war's. Also fünf Motorräder habe ich insgesamt. Und da ist auch schon direkt eine Frage, die auch an dich geht. Bei Das ist ein deinem bisschen viel gerade. Gepäcksystem, nur die eine noch. Bei dem Gepäcksystem, was du aktuell dabei hattest auf der Spanienreise zum Beispiel, ob da ein spezielles Trägersystem benötigt wird. Ja, Gepäcksystem, da habe ich ja das Gepäcksystem von Krieger, OS heißen die, OS 18 Seitentaschen. Damit hat man zweimal 18 Liter, so mit 32 Liter Satteltaschen. Benötigt man keinen speziellen Halter oder irgendwas mit. Da gibt es so eine Base, heißt das, die kann man separat kaufen. Das kann man auch alles als Kit holen, habe ich damals gemacht. Das wird einfach nur übergeworfen, hinten übers Heck, festgezurrt. Das ist wirklich super schnell angebracht, super schnell abgebaut. Ich bin da wirklich top mit zufrieden. Allerdings muss einem bewusst sein, da das direkt auf dem Heckverkleidungsteil liegt, es macht Macken. Also das bleibt dabei nicht heile. Man hat da so Abschürfungen, weil das natürlich darauf reibt. Wenn du dann im Gelände unterwegs bist, da kommt Sand zwischen und irgendwas. Gut, aber es ist halt eine Reise-Enduro, die liegt auch mal auf der Seite. Also wer solche Motorräder artgerecht hält, der rechnet auch mit solchen Sachen. Aber ich muss dazu auch sagen, mit dem Gepäcksystem, es gibt dennoch auch alternative Hersteller, die mindestens ähnlich so gute Systeme anbieten, wenn nicht sogar die ein oder andere Kleinigkeit da dran ist, die mir persönlich besser gefällt, weswegen ich da wahrscheinlich auch im kommenden Jahr umsteigen werde. Yes. Jetzt darfst du sogar ein bisschen Pause machen. Die nächste Frage ist an Schön. mich. The Turbo Tommy möchte wissen, wann steigt auch ihr auf GS 1300? Voraussichtlich erstmal gar nicht. Warum sollten wir? Wann lernt Caro endlich die Försterwende? Ja, ich habe tatsächlich vor, nächstes Jahr auch mal wieder das ein oder andere Offroad-Training zu machen. Dann machen wir zusammen, oder? Ein Offroad-Training. Ich habe noch nie ein Offroad-Training gemacht. Ich finde das immer witzig, wenn man unter den Videos sieht, so, boah, manche Leute schreiben, ihr seid ja irgendwie so Offroad-Experten oder so. Absolut überhaupt nicht. Also ich habe das noch nie gemacht. Das war jetzt dieses Jahr das erste Mal. Wobei man sagen muss, du fährst Trials. Also ich werde den Schwerpunkt bei dem Offroad-Training dann mal auf die Försterwende legen und dann im besten Falle kann ich sie im Laufe des nächsten Jahres. Ne? Dann können wir das auch auf dem ACT direkt umsetzen. Präsentieren, genau. Ne? Kannst du das mal. Pippolino78 fragt, Hochzeit und Kinder? Willst du mich heiraten? Nee. Nee, jetzt nicht so. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Auf Fall. gar keinen Fall. Bloß weg mit Kindern, wir hassen Hochzeiten und wir hassen auch Kinder. Nee. Ne? Also wir würden, glaube ich, niemals so pauschal Hochzeit halten, wie so alle das machen. Nee, also oder man das so kennt halt, ja. Ne, das ist auf gar keinen Fall. Heiraten an sich ist jetzt nicht ausgeschlossen, würde ich sagen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Kinder grundsätzlich auch nicht, aber die nächsten 2 Jahre haben wir da keine Zeit für. Nee. Also mal gucken. Das wird kommen, wenn es irgendwie sich so anfühlt, als wenn man das bräuchte. Aber aktuell brauchen wir das irgendwie noch nicht. Nee. Fühlt sich es noch ist einfach nicht so, an. Also ich glaube, wenn man so viel so, ich meine, ich war ja als Kind auch mit meinen Eltern unterwegs, aber die sind ja eher auch so ein bisschen ruhigere Sachen gefahren. Ja, ACT Portugal und hätten wir kein Kind mitnehmen können, glaube ich, im Beiwagen. Brauchst du da nicht versuchen? Und auch allgemein, so man ist dann ja irgendwo auch doch schon ein bisschen eingeschränkter in vielen Sachen und es ist einfach, passt im Moment passt er einfach noch nicht so. Nee. Würde ich sagen. Genau. Die nächste Frage ist, ich habe beim Motorradfahren manchmal Höhenangst und du, Caro, hast das ab und zu auch erwähnt, dass dir bei Höhe nicht immer wohl ist. Wie gehst du damit um?
Ja, das stimmt. Ich habe Höhenangst auch im normalen Leben. Also das macht mir auch beim Fahren von Pässen manchmal zu schaffen, definitiv. Was mir da hilft, ist regelmäßig Pausen zu machen, weil ich bin dadurch natürlich innerlich auch viel angespannter, muss mich mehr darauf konzentrieren, auf die Straße zu gucken und nicht so viel in die Tiefe, weil dann wird mir auch manchmal so ein bisschen schwindelig und dann ist ja auch tatsächlich so, da wo du hinguckst, fährst du auch hin und das kriege ich dann auch nicht so gut hin, da irgendwie auf der Straße gerade zu bleiben und gleichzeitig in den Abgrund zu gucken. Und wir sind da halt wirklich auch gemächlich unterwegs. Also ich presche da jetzt auch nicht mit 70 durch die Kurve. Da gehe ich auch schon ordentlich in die Eisen. Julian fährt da manchmal vor und ich fahre dann so in meinem Tempo hinterher. Ich mag das überhaupt nicht, mich da irgendwie stressen zu lassen von Leuten, die hinter mir sind oder vor mir und der dann sagt, jetzt komm, hol mal auf. Nö, ich glaube, da muss man echt in sich hineinhorchen, so was einem gut tut, wie man sich fühlt und dementsprechend fahren, weil Leute, ihr habt alle nur ein Leben. Wenn ihr so einen Berg runtersemmelt oder so, kann es vorbei sein. Würdet ihr auch Videos machen, bei denen ihr andere Motorräder mal Probe fahrt, also Testfahrten macht? Oder seid ihr prinzipiell nur für Enduros? Ich glaube prinzipiell für Enduros auf keinen Fall. Also ich nicht. Ich habe ja nur eine Enduro in dem Sinne. Ich bin da ganz offen, aber ich glaube, Testvideos jetzt so in dem Sinne, wie andere Leute das machen, andere YouTuber, würde ich, glaube ich, eher sagen, sehr unwahrscheinlich. Das machen genug andere und die machen das gut und das ist einfach, glaube ich, nicht so das, wo wir uns im Fokus sehen. Ich meine, ich bin ja von Honda auch andere Modelle gefahren, so ist es ja, das habe ich ja auch getestet in dem Sinne. Also klar, mal machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein Hauptfokus liegt einfach auf dem Reisen und das macht mir auch einfach am allermeisten Spaß. Ich persönlich habe ja die Erfahrung schon gemacht, mit einem Motorrad zu reisen, was gar nicht als Reisemotorrad deklariert ist. Ich finde zum Beispiel, wenn man auf dem Oldtimer ganz entspannt in der Gegend rumfährt, man spürt die Vibration vom Motor, man hat wirklich nur das pure Fahren, weil das Motorrad auch gar nichts anderes kann und es bügelt da nicht so glatt gezogen durch die Gegend und ist so, also man ist noch näher dran am Fahrerlebnis. Deswegen finde ich, hat das auf jeden Fall seinen eigenen Vibe. Deswegen, ich finde, das ist schon eine tolle Sache, auch anderweitig zu reisen, aber für uns praktikabel, da wir auch eben viel Offroad-Sachen machen, sind einfach Reise-Enduros, weil die decken alles ab. Das ist ja so das Allround-Motorrad. Sondern du fährst du gut auf der Straße, okay im Gelände und bist auch recht komfortabel unterwegs. Also von daher wird es wahrscheinlich auf den längeren Touren immer so vorerst erstmal so bleiben. Und ich bin halt auch so ein Gewohnheitsmensch. Ja. Also ich bin ja nicht ohne Grund 5 Jahre lang die RD07 gefahren. Und jetzt auch wärst du ja sicher auch noch weitergefahren. Genau, ne, werde jetzt auch oder werde die auch weiterfahren, wenn ich jetzt kein neues Motorrad mehr habe. Weil ich einfach das mag, ein Motorrad zu haben, das ich einschätzen kann, das ich gut kenne, auch von der Technik her und so. Also ich bin jetzt einfach nicht der Technikfreak. Ich muss mir das halt auch alles mühsam anlernen und wenn man da nicht im Alltag mit zu tun hat, so regelmäßig, dann ist das schon irgendwie also sehr viel Grips erfordert bei mir. Und deswegen, ich finde das gut, wenn ich ein Motorrad habe, was ich kenne, wo ich weiß, wie es sich verhält und wie ich das packe. Ist ja auch immer eine Frage, wie packt man dann so ein neues Motorrad? Passt da das alte System drauf? Bei mir wird es sicherlich bei Afrika Twin erstmal für die nächsten Jahre bleiben, weil ich da einfach das gewohnt bin und ich mag es. Ja, ich bin da ein bisschen offener, was Fahrzeuge angeht. Also ich habe da auch, mich interessiert das halt auch einfach so. Ich bin da neugierig, wie sind da andere, wie fahren die, wie ist das Fahrwerk, wie fühlt sich der Motor an. So, ich mag das auch mal ganz gerne zu wechseln. Ja. So. Das nächste ist ein Kommentar. Ich würde total gerne mal bei einer Tour euch treffen. Teddy News hat dann erzählt, was er alles für Touren plant. Dass wir Leute treffen, das passiert unterwegs echt häufig. Also sei es beim Warten auf die Fähre, bei irgendwo mal einen Stopp machen. Auch beim Tanken und Einkaufen oder so. Ja, genau, beim hier im Louis Ort. Oder so, ne? Ja, genau. Und das ist auch echt schön, dann euch auch mal so kennenzulernen, weil ihr seht mich und uns, aber wir sehen euch natürlich immer nur auf dem Profilbild und das zeigt dann oft noch nicht mal einen Menschen. Von daher immer schön, euch unterwegs zu treffen. Geplant haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht und ich glaube, das werden wir auch erstmal nicht machen, weil... Meinst du jetzt so ein Treffen? So ja, so ein Community-Treffen. Ich war jetzt Adventurous, Luke und Sophie, die haben das mal gemacht.
Das kann man alles machen. Aktuell haben wir das nicht geplant. Ja. Ne? Klaus Bachmann schreibt, hallo liebe Caro, nun fährst du die neue Honda und du hast mich motiviert, eine RD07 dieses Jahr zu kaufen, da sie dich ja schon sehr treu begleitet hat. Das stimmt. Wenn du dir heute eine aussuchen dürftest, würdest du für Touren auch etwas abseits die RD07 oder die neue nehmen? Also solange ich die neue vor der Tür stehen habe, würde ich glaube ich die neue nehmen, weil die einfach, sag ich mal, ein bisschen komfortabler ist. Auf der einen Seite und weil die einfach nicht so viel Öl braucht. Also aber das ist ja, muss man ehrlich mal dazu sagen, das ist ja dem Zustand des Fahrzeuges geschuldet. Das ist ja nicht allgemein Afrika Twin RD07. Ja, aber ich kann ja nur sagen, wie ich das Fahren mit der RD07 mittlerweile erlebe. Und da ist halt einfach das Thema Öl was mich halt auf allen Touren begleitet, dass man immer unterwegs gucken muss, wie ist der Ölstand. Die schluckt nun mal echt mehr. Was ja auch normal ist ab so einer Kilometerzahl von fast 200.000. Die jetzt gelaufen hat. Wobei komplizierter ist bei der neueren die Technik, was diese ganzen Knöpfe und so betrifft. Da ist die RD07 wiederum im Vorteil. Das kam auch manchmal so als Frage in den Kommentaren. So, ne? Ja. Solche Sachen mit der Bedienung. Auf den Vergleich RD07 und CRF werde ich noch kommen. Also da mache ich noch ein extra Video für, wo ich ein Statement dazu abgebe. Aber wenn ich mir jetzt spontan, keine Ahnung, ich kann das nicht sagen. Kann man so nicht machen. Ich glaube, mit einer RD07, es geht ja an die Person, die sich gerade auch eine gekauft hat, da bist du super mit bedient. Also ich bin damit ja auch schon jetzt ein paar Mal gefahren, auch hier bei uns so. Und wirklich, ich finde es erstaunlich, wie gut die fährt, auch wenn die nicht danach aussieht. Also die liegt super auf der Straße. Getriebe ist top. Ich habe, glaube ich, selten so ein sauber schaltendes und weiches Getriebe. Ist auf jeden Fall deutlich besser und angenehmer als von der Tenere, die nun mal 20 Jahre jünger ist. Also schon, klar, der Motor ist halt der er ist, ne? Macht jetzt nicht viel, reißt nichts, aber verrichtet seinen Dienst so und damit alles in Ordnung. Also ich finde es ein gutes, rundes Fahrzeug auf jeden Fall. Ja. Und man muss auch dazu sagen... Und super zuverlässig halt, ne? Von der Grundtechnik her, du kannst alles selber dran machen. Es ist so, Ventile kannst du selber einstellen mit Fühlerlehre und Schraubenschlüssel und es ist sowas, ich mag sowas. Wenn Technik rudimentär ist und zugänglich für den Fahrzeughalter. Und das ist ja, wenn man jetzt auf Reisen ist oder auch Längeres damit vorhat, schließlich das, worauf es ankommt, um sich selber weiterzuhelfen, wenn mal was ist oder auch, um einfach das Fahrzeug am Laufen zu halten. Der Jute Frosch vom Edersee, der auch immer fleißig kommentiert, Grüße an dich gehen raus, fragt, wann kommt Queenie wieder zum Einsatz, beziehungsweise wie lange steht dir die Tweenie zur Verfügung? Also Queenie, wann die wieder zum Einsatz kommt, die hat wirklich tatsächlich dieses Jahr nach der Tour im Mai Pause gemacht. Und sie steht da. Und steht da. Und steht erstmal gerade. Ich habe schon ein bisschen von einigen in den Kommentaren einen über den Deckel gekriegt, dass ich mir die nicht kaputt stehen lassen soll. Solange ich halt ein neues Motorrad habe, dann fahre ich damit auch. Und das wird deswegen auch wahrscheinlich im nächsten Jahr so sein, dass ich mit einer neuen fahre. Ich kann da jetzt gerade noch nicht ganz so viel zu sagen, wann ich die Tweenie quasi wieder abgebe und was dann kommt. Aber ich sage einfach mal so viel, Queenie bleibt. Also ich werde die RD07 nicht verkaufen. Ich werde damit sicherlich auch immer mal wieder eine Tour machen. Nur, ich sage mal, wenn ich dann so ein neues Motorrad habe und wir gehen damit oder wir wollen eine längere Reise machen, dann nehme ich einfach auch so ein neues Motorrad. Ich will einfach auch da nochmal gucken, wie es ist, damit unterwegs zu sein. Und ich kriege die ja nicht, damit die da rumsteht. Nicht leugnen. Es ist auch einfach unterm Strich ein bisschen komfortabler mit neueren Fahrzeugen. Der Erpel 68 fragt, glaubst du nicht, dass dir der Sprung zurück auf dein geliebtes altes Motorrad tierisch schwer fällt? Ich glaube nicht, nee, weil ich finde, dass das einfach ein anderes Motorrad ist. Es ist kein besseres oder schlechteres, es ist einfach ein anderes Motorrad. Es hat weniger Technik. Das sind eigentlich, für mich sind es zwei verschiedene. Die heißen zwar beide Afrika Twin, aber ich finde, die haben nicht mehr so viel miteinander zu tun. Also von dem,
wie sie sich für mich, wenn ich damit auf Reise gehe, so anfühlen, weil die neuere, die ist halt schon komfortabler, die ist halt schneller, die hat ein Tempomat, das ist so richtig, da setzt du dich drauf und fährst einfach. Bei Queenie muss man schon sich ein bisschen mehr anstrengen auf der Autobahn, finde ich. Und du hast eben immer das Ding, dass du gucken musst, ob du da auch genug Öl drin hast. Aber ich werde da trotzdem immer noch genauso gerne mitfahren. Ich finde sie halt Offroad richtig geil, weil sie so zuverlässig ist. Ja, deswegen, ich glaube, ich werde damit keine Probleme haben, da wieder auf die Queenie drauf zu gehen, wenn ich keine neue mehr haben sollte. Und ich habe sie immer noch in meinem Herzen. Und ja, ich glaube, das ist auch zu dem Punkt von gerade der Grund, weswegen man dann so ein Fahrzeug behält. Selbst wenn man es nicht mehr bewegt, es ist ja irgendwo im Herzen drin und dann möchte man es auch nicht abgeben. Ja. Und zum Schluss habe ich jetzt hier noch eine Frage, die wurde mir per Mail gestellt. Kennengelernt habt ihr euch damals im Fitnessstudio. Das stimmt, das haben wir schon mal in einem Video erzählt, ne? Aber wie war das am Anfang eurer Beziehung, als du Julian erzählt hast, dass du YouTube-Creator bist? Und was ging Julian dabei so durch den Kopf, als dir Caro davon erzählt hat? Sie sagte ja so, ich hab auch einen YouTube-Kanal und mache da so Videos. Und dann dachte ich einfach, ja, dann gucke ich mir das mal an. Ja, da war ich noch in der Illusion, das ist so einfach so eine Privatperson, die so ein bisschen da bei YouTube rumspielt. Und ich dachte, ich gucke mir das jetzt wirklich an. So normalerweise ist ja bla bla, irgendwelche Leute sagen was und tschüss. Aber ich fand sie ganz sympathisch und dann dachte ich tue ihr einen Gefallen und gucke mir das mal an. Da wusste ich noch nicht, dass sich auch ein paar mehr Leute angucken als ich. Ja, komm, ist ja meistens so. Wenn Leute sowas machen, dann ist es irgendwie hier, ich habe mir jetzt eine Helmkamera gekauft, ich filme damit, wie ich ein bisschen auf dem Block fahre. Du meinst halt nicht so professionell. Und es ist so, ich dachte einfach wirklich aus Höflichkeit, weil ich dich nett fand, ich gucke mir das an und werde dir auch davon berichten, dass ich mir das angeguckt habe. Und hatte so die Illusion, du würdest dich freuen, denke, wow, geil, er hat sich das ja wirklich angeguckt. Komm, du hast es nur gemacht, damit du mir imponierst. Was? Eigentlich hast du dich gar nicht dafür interessiert. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich fand es gut. Und das fand ich auch dann dadurch, dann habe ich auch mehr Sachen davon geguckt, also mehr Videos und fand die Person interessant. Interessant. Ja, meine eigentliche Intention war auch, dass wir uns anfreunden, einfach so, weil ich dachte, ja, mit der kannst du vielleicht mal auch Zeit verbringen und mal vielleicht was zusammen machen. So. Ja, genau, wir hatten uns ja im Fitnessstudio quasi, das war so unsere Basis, wo wir uns kennengelernt haben. Ich fand seine Tattoos ganz interessant und habe ihn gefragt, bei welchem Tätowierer er ist, weil ich hatte hier im Münsterland noch keinen. Eigentlich so angefangen, als ich in Köln gewohnt habe. Dann hatte ich da also eigentlich meinen Tätowierer und dann bin ich wieder ins Münsterland gezogen und habe ihn gefragt, wo er dann seine Tattoos machen lässt und darüber sind wir dann so in Kontakt gekommen. Und dann stellte sich erst so im Nachhinein raus, dass wir beide Motorrad fahren und da diese Leidenschaft fürs Reisen haben. Also von daher ganz witzig. Das war eigentlich nur ein Abfallprodukt unserer Beziehung. Das ist aber so ein Nebenprodukt, nicht ein Abfallprodukt. Mit das Motorradfahren. Also das wäre auch ohne Motorradfahren gekommen, wäre ich mir ganz sicher. Ne? Aber es ist natürlich toll, dass es so zusammenpasst. Ne? Das ist auch, das ist also wirklich, das sehe ich auch als sehr, sehr, sehr wertvoll, weil das ist echt nicht selbstverständlich und auch vor allen Dingen in dem Maße, wie wir uns damit fühlen und was da so unsere Bedürfnisse sind beim Reisen und worauf es uns ankommt, wie wir das erleben. Das passt schon sehr, sehr gut aufeinander. Also normalerweise bin ich ein Mensch, der nicht so gerne mit anderen Leuten unterwegs ist und fährt, weil immer irgendwie, ich fahre auch nicht in Gruppen oder so, dann ist einer zu langsam, einer ist zu schnell, so, ich fahre so, wie ich will. Da haben wir uns gut arrangiert. Okay, ich finde es super, so wie es ist. Und auf Reisen fahre ich selber gerne ruhig. So, hier nicht, aber wenn ich unterwegs bin mit Gepäck auf dem Motorrad, wo ich bequem sitze und Landschaft, ich bin ja wegen der Umgebung da und nicht nur jetzt oben rein, hier Kurve, dies und das. Kannst mit den Reifen sowieso, kann man schon viel mitmachen, aber das ist ja natürlich nicht das optimale Setup, um schnell zu fahren. Ja. Und am Anfang ist dir das trotzdem schon erstmal ein bisschen schwer gefallen, in den Videos auch Teil zu sein? Also weil du absolut nicht der Öffentlichkeitsmensch bist. Gar nicht. Also, und so mit Kamera, das ist ja auch was ganz Neues und auch irgendwie auch ein bisschen komisch, fand ich. Und man muss auch dazu sagen, du bist so im Fitnessstudio auch nicht der Mensch, der mega offen ist für andere Menschen. Also du bist da schon sehr
machst da dein Ja, Ding. ich bin einfach nicht so der... Du bist halt nicht extrovertiert, was das betrifft. Und das ist halt schon dann so was Besonderes irgendwie, was das für eine Wendung genommen hat. Also ich glaube, das hat dir persönlich auch nochmal so ein bisschen Veränderung gegeben. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine komplett neue Sache. Dann auf einmal mit Videos und irgendwie was, dachte ich so, boah, selber da drin, hat man ja auch am Anfang gesehen, war ja da auch noch ein bisschen zurückhaltender. Und da hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, wie so in den Kommentaren du aufgenommen wurdest. Also es sind ja super viele total liebe Kommentare dabei gewesen und immer noch. Und auch entstanden. Ne, sodass du einfach da total gut angenommen wurdest. Und das freut mich natürlich sehr, weil das für mich ja auch eine ganz neue Situation war, nach 5 Jahren Solo unterwegs. Dann jetzt zu zweit. Und genau, das waren erstmal die Fragen, die wir jetzt so unter dem Video hatten, nachdem wir euch da aufgefordert haben, welche zu stellen. Und ich hoffe, dass wir das alles so beantwortet haben, dass euch das was bringt. Ansonsten schreibt einfach mal nochmal unter das Video, was ihr vielleicht noch braucht oder was ihr gerne sehen würdet. Es ist immer spannend, das zu lesen. Und ja, wir gehen jetzt gleich rüber zur Familie und feiern nochmal Weihnachten. Nochmal eben kurz Cut zum Reinschneiden. Würde ich jetzt auch sagen, allumfassend kann ich zu der ganzen Situation sagen, wie das hier ist mit den Videos und mit YouTube. Mir macht das mittlerweile wirklich auch sehr viel Spaß und ich freue mich auf mehr und finde es toll, dabei sein zu dürfen und Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Yeah! Ihr seid nämlich eine tolle Gemeinschaft und eine ganz, ganz tolle Community hier. Das ist wirklich so. Ja, wirklich, muss man mal hervorheben. Zu sehr, sehr weiten Teilen sehr freundlich und ja, nett ist. Das findet man so unter anderen Videos nicht unbedingt von anderen Leuten. Also das finde ich schon gut. Und immer auch, so. Wenn man dann, also wenn wir dann auf Reisen sind und die Leute dann auch trifft, ist es immer nett. Ja. Also es ist wirklich immer sehr, sehr offen und herzlich und oh mein Gott, wir haben jetzt schon fast eine Stunde, über eine Stunde. Freunde, auf jeden Fall war das jetzt erstmal das letzte Video aus 2024 und damit wünschen wir euch alles, alles Gute für 2025, freuen uns, wenn ihr mit uns auf die Reisen geht, die da noch kommen und schicken euch Liebe und Liebe. Mach mal noch ein paar Dingens hier, so, wie heißt das, Abonnentenklicks mit 30.000 Folgen. Stimmt, Abonnenten, fast 30.000. Leute. Ja genau, erstmal bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es gucken sehr, sehr viele diese Videos, ohne dass sie den Kanal abonniert haben. Also traut euch. Es hilft ja wirklich. Gerade jetzt, wenn man damit komplett selbstständig ist, ist es mehr Arbeit, als die meisten denken und ein bisschen Wertschätzung über. Ja, aber jetzt keine Almosen, nein, das brauchen wir auch nicht. Aber es ist halt trotzdem. Es ist halt so, ich hoffe einfach, dass ihr in diesem Moment auf den Abonnieren-Button geklickt habt und auch die Glocke aktiviert, damit die Videos euch gezeigt werden, wenn wieder Neues rauskommt, weil irgendwie KI und keine Ahnung was, das ist alles so durcheinander. Ich müsste wahrscheinlich immer diese Videos bewerben, damit die so auf erster Stelle sind bei Leuten. Ich habe schon von manchen Leuten privat gehört, dass die gar nicht immer unbedingt Bescheid bekommen, wenn neue Videos da sind. Ne? Obwohl die den Kanal abonniert haben. Und da ist wohl irgendwie der Algorithmus von YouTube so, dass das nicht... ganz komisch irgendwie, aber deswegen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, die Glocke zu aktivieren. Wichtiger, Genau, und was jetzt auch ist, damit ihr noch exklusiver, sage ich mal, dabei seid, habe ich eine Kanalmitgliedschaft möglich gemacht. Das heißt, ihr könnt auf diesem Kanal Mitglied werden und erhaltet dadurch exklusive Vorteile. Sowas wie zum Beispiel, dass eure Kommentare mit Vorrang beantwortet werden. Ich habe jetzt letztens auch schon einen Beitrag nur für Kanalmitglieder gemacht. Das heißt, ihr kriegt da noch mal so ein bisschen anderen Einblick. Bei 30.000 Abonnenten gibt es ein Nacktbild von meinem Fuß, exklusiv. Nee, okay. Gibt's natürlich nicht. Ja, es gibt manche Leute, die finden... Will keiner mehr. Nein. Und OnlyFans auch demnächst noch. Ne? Ja, hat Spaß. Leute. Tschüssikowski. Tschaußen, Bumbausen. This is the end, you gentle friend. This is the end, my only friend. The end of our labored plans. The end of everything that stands. The
no safety or surprise. The end.